Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit dem Electric Gloves 2025 Aftermovie. Bin ich sehr gespannt, was das Ding drauf hat. Bis jetzt haben wir ja immer nur die Opening Ceremony uns reingezogen. Bin sehr gespannt, was das Aftermovie kann. 12 Minuten 39 ist schon geile Länge dafür, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir gehen rein. Let's go. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Oh, ja, jetzt sehe ich auch endlich mal alles und nicht nur die Mainstage. Geil. Das hat schon ein geiles Feeling, muss ich sagen. Alleine wie es anfängt, ne? Was du so alles siehst. Hallo, ich bin Bund und ich bin heute auf dem Electric Law Festival und ich habe richtig Bock, Leute. Wir sehen uns. Bro, das sieht aber auch ein bisschen High Society Shit mäßig aus, ne? Also das ist crazy. Am Anfang warst du noch so, ja okay, du bist so in diesem normal kleineren Festival-Business und jetzt auf einmal so eine ganz andere Geschichte. Boah, wunderschön, ey. Auch sehr, sehr geile, schöne Shots. Zurück. Okay. Also wir haben ich habe bis jetzt immer nur das hier gesehen. Ist aber auch schon sehr geil, ne? Okay, hier oben. Sieht aus wie Camping. Ja, müsste Camping sein. Sehr cool. Ist schon geil, ne? Wenn man sich alleine schon vorstellt oder ne, alleine sieht, dass das eigentlich so eine Rennbahn eigentlich ist. Schon 'n geilen Vibe. Also ich finde die Idee dahinter auch sehr geil, ne? Machst aus so einer Rennbahn machst du einfach oder eine Rennstrecke, machst du einfach, 'n Festivalgelände für 'n Wochenende oder so. Sehr nice. Auch, dass du von hier oben runterläufst. Ich glaube, das ist auch so geil, ne, wenn du oben beim Camping bist und es hell wird oder so und du dann hier dir da runter gucken kannst und dann so die Stages siehst und so. Das ist schon Ich finde, das ist schon 'ne geile Atmosphäre, so also 'ne geile Landschaft dafür. Hammer. So we don't care about the who's the where's the who's the why's the what's the is the boss is the cost the lack the lost the drugs the you the me the ask the soft the smooth and rough the smooth the ask the bust the what the fuck I'm on the run I've had too much I'm on your love you want fun the party's just begun. Is everybody having fun? The party's just begun. The party's just begun. Is everybody having fun? The party's just begun. Finde ich auch geil, dass du die ganze Zeit die Crowd im Hintergrund hörst. Ich finde, das gibt nochmal so ein geiles Feeling dazu. Wait. Alter, hier wird ja richtig gezaubert. Ich meine, die Typen sehen schon cool aus. Aber das? Junge. Da wurde ja mies gezaubert. Krass auch, wie viele Stages da sind, ne? Boah.
Junge, aber seht ihr das? Das meine ich nämlich immer wieder, wenn ich von Festivals rede, ne? Was ich so geil finde an Festivals, dass du so viele unterschiedliche Menschen da einfach siehst. Alleine jetzt dieser Kleidungsstil. Ich meine, Kleidung machen Menschen. Irgendwie so heißt das ja, der Spruch. Und es ist ja auch so. Natürlich oft, weißt du nie, wer dahinter steckt und. Aber das ist ja einfach so die Sache, wo man was man so als Erstes sieht. Und ich finde das halt so geil, weil wir leben ja in einer Zeit, meiner Meinung nach, in der jeder will irgendwie er selbst sein oder sie selbst sein und auch gleichzeitig so einzigartig sein. Aber wenn du dir dann die ganzen Leute und Menschen anguckst, gerade so, die Jugendlichen, ich meine, das war schon bei mir so, ich finde, jetzt ist das noch sogar 'n bisschen mehr geworden, so, dass die alle irgendwie viel ähnlicher aussehen. Alle sehen so viel erwachsener mit 16 aus, mit 15, 16, wo du dir denkst: „Bro, da sah ich noch aus, als würde ich grade aus der Grundschule kommen." Aber jetzt so, ne, jeder will so irgendwie einzigartig sein, so seine eigenen Klamotten anziehen, so seinen eigenen Style haben und dies und das. Aber wenn man's macht, wird man dafür irgendwie scheiße oder, ne, schlecht dargestellt, weil du irgendwie ähnlich aussehen sollst. Also, es läuft so ganze Zeit gegeneinander, was gar keinen Sinn macht. So, und da finde ich halt Festivals immer so geil, weil da leben sich die Menschen immer aus und du siehst einfach so viele unterschiedliche Kleidungsstile, Haar Make-up-Sachen, whatsoever. Und das finde ich halt mega geil. Junge, wilde Effekte. Oh, das ist auch 'ne wilde Stage, ne? Die sieht schon mega geil aus. Also, die hat schon was. Ey, bei manchen wäre das 'ne Mainstage, ne? Aber das finde ich sowieso so krass, ne? Grade, wenn ich ganze Zeit so daran denke: „Ey, ich habe nur die Opening-Zeremonie gesehen und jetzt sehe ich auf einmal, da sind so viele Stages und oh, da wird so viel Unterschiedliches gespielt." Wow. Ich liebe schnelle Brillen, ne? Geil, dass wir in so 'ner Zeit angekommen sind, wo so was gefeiert wird. War aber auch klar, dass das die Hardstyle-Stage ist. Das sind verrückte Effekte, die da machen, ey. Wow. Das ist, dann wahrscheinlich die Techno-Dinge. Holy shit, ey, das geht schon gut ab, ey. Das ist geil. Oh, ich muss sagen, bis hierhin und ja gut, ist ja doch fast die Hälfte, ist geil, ne? Du siehst einmal das Ganze oder du siehst mehrmals das ganze Gelände, du siehst alle Stages, unterschiedliche Musik und so. Das holt mich halt vollkommen ab. Aber oder was heißt aber? Mein zu den alten Aftermovies ist es immer schwierig, so
Anklang zu finden, finde ich. Einfach, weil du diese Euphorie und, ähm, dieses Emotionale halt noch nicht so krass da reinkriegst, außer du warst selber da, finde ich. Ähm, Das ist halt so dieser Nachteil an den neuen Aftermovies. Aber wir sind ja noch mittendrin. Kann ja sein, dass sich das jetzt gleich noch entwickelt. Ähm, Da muss ich halt so sagen, ne, das ist halt so bei mir die alten Aftermovies vom Tomorrowland 2012, 2000 bis 2015 so was. Meine, ich sag's ja immer wieder bei den ganzen Reactions, dass die mich am meisten abgeholt haben, weil da ja für mich so die goldene Zeit war von EDM. Und grade auch, weil ich da am meisten das gehört habe und auch wenn ich diese Aftermovies sehe, halt immer noch so in Erinnerung zurückknall. Ich war natürlich selber nicht da, aber die Musik alleine, wie die halt gehittet hat, die Bilder dazu und wie schön die Musik einfach war. Deswegen, da ist das hier natürlich dann 'n bisschen schwieriger, aber gut, ne? Da sind wir ja auch alle unterschiedlich. Hilfe, ey. Das ist aber Junge, ist aber auch cool, ey. Sind das Ordnungszelte? Ja, ne? Ey, wie gesagt, also guckt euch das mal an, das ist mega cool. Du wirst wach und siehst einfach so geile Berge und so. Grade auch dieses ländliche. Das holt mich das holt mich total ab, ey. Das sieht mega geil aus. Krass. Boah, geil. Schrei laut, heute machen wir Theater. Heb dein Glas auf die Jungs, die nicht da waren. Und der Remi lässt mich fliegen wie ein Faser. Und wir sind nicht wie du, Dicker, nein, nicht mal eine Faser. Schrei laut, heute machen wir Theater. Heb dein Glas auf die Jungs, Geil. die nicht da waren. Und der Remi lässt mich fliegen wie ein Faser. Und wir sind nicht wie du, Dicker, nein, nicht mal eine Faser. Schrei laut, heute machen wir Theater. Schrei laut, wir sind nicht wie du, Dicker, nein, nicht mal eine Faser. Merch, ich muss ehrlich sagen, ne, grade auch dieses Symbol, was, Electric Love hat, finde ich mega geil. Finde das ist so 'n geiles so 'n kleines Symbol eigentlich, aber es sieht so cool aus und kannst du so geil vermarkten, wie sie's ja auch machen. Hammer. Guckt euch das an, ey, das Junge, diese Shots sind wild. Also, die Shots, die machen so Spaß, ne? Krass aber auch, wie voll das da ist, ey. Oh, schön Wodka eben. Also, ist auch crazy, was Bund da immer abreißt, ne? Wenn man so die Sachen immer sieht. Auch dieses Emotionale und so. Ich feiere den Typen dafür. Was ich aber sagen muss, ne, ich sage ja die ganze Zeit schon, die Effekte sind crazy und die Shots sind crazy, aber auch die Musik und wie das umgesetzt wird mit dass die Leute auch am Springen sind oder zum Beispiel ist ja Anybody und du siehst halt unterschiedliche Menschen, ist so geil gemacht. So was holt mich halt total ab, ne? Ich meine, ich bin natürlich auch totaler Musik Liebhaber, wie man ja unschwer erkennt an diesem Kanal, aber wie man ja auch
ab und zu vielleicht gemerkt habt, liebe ich ja auch, wenn die Musik wenn die Videos einfach sehr geil geschnitten sind. Ähm, und das ist hier voll der Fall. Also, was die hier abgerissen haben, ist wow. Kennen wir ja. Sieht aber noch mächtiger aus, so aus, ne? Finde ich immer noch so geil, ne? Dieses Feuerwerk und alles. Wow. Every time I come here, I go home just feeling so overwhelmed. I love this country so much. Oh. This place is just fucking incredible. It's just a whisper breath. I'd be choking on my heart. I wanna call your name when I'm lost in the heat of the moment. I wanna call your name, but I just got to keep it together. I wanna call your name when I'm lost in the heat of the moment. I wanna call your name when I'm lost in the heat of the moment. You guys have been such an amazing crowd, and we're gonna do it again one last time. Also, ich muss ehrlich sagen, ich werde gerade so zurückkatapultiert, ne? Weil es einfach so geil gemacht ist, dieses ey, dir wird das ganze Festival gezeigt, dann also, es ist 'n wirklich so geiles Aftermovie. Es ist genau das, was ich von 'nem Aftermovie halt sehen will, ne? Du siehst alle Stages, du hast deine unterschiedlichen Musikrichtungen. Dann du hörst die Crowd die ganze Zeit, du siehst, wie die Crowd die ganze Zeit ausrastet. Du siehst die Schönheit der Menschen von allen da. Ob's Männer, ob's Frauen, ob's, was auch immer ist. Ich liebe das. Und dann auch solche Parts, ne, wo du halt wirklich die Emotionen von den DJs hörst, die Sachen, die sie sagen halt hörst. Ich feiere das so hart. I wanna feel all the energy from the left side to the So right muss 'n side. Aftermovie aussehen. 1, 2, 3, Geil, ey. Oh, ich habe jetzt schon also, alles, was ich grad schon gesagt habe mit dem Aftermovie, ne, bin ich halt zu 100% hinter. Aber das sind noch mal es ist noch mal mehr dieses, dass es 'n gutes Aftermovie ist, weil es genau das rausholt aus einem, was 'n Aftermovie machen soll, nämlich natürlich Emotionen und dass du lachst und freust und, ne, einfach das geil findest. Aber was ich finde, 'n Aftermovie, was das machen muss, ist, dass du da unbedingt hin willst und dass egal zu welcher Zeit es ist, du diese Stimmung auf einmal in dir erweckt. Und ey, ich gucke mir das jetzt grad am 30.11. an. Es ist arschkalt eigentlich, einfach weil ich mag das auch kälter, ich habe keine Heizung an. Aber Junge, ich habe also, mir ist gefühlt warm, wenn ich die Leute da sehe und ich habe so viel Spaß dabei zuzuschauen. Hammer. Vielen Dank. Das ist absolut überwältigend für mich. Ich möchte mal mit einer Message von dem Ganzen nach Hause gehen oder das zumindest ihr heute Alleine Abend. deswegen, ne, ich muss sagen, Bunt habe ich nicht viel von gehört, ne, außer, dieser eine Song, der ja total viral geht und den du fast überall nur siehst.
Aber so, wenn du siehst, wie der Mann sich gibt, ne, auch dieses Emotionale und so, ich feiere das einfach, ne? mitnimmt. Leute, bitte glaubt Gibt an dir euch. halt so Glaubt ein an eure bisschen Träume, mehr glaubt an euch selbst. Fickt all als die manche Hater, ihr seid Diesseits-Gefühl. gut genug, ihr seid stark genug. Wenn ihr einen Traum im Leben habt, dann zieht es durch. Und hier geht es nicht um Geld oder Erfolg oder sonst irgendwas. Werdet bitte zu der besten Version von euch selbst und ich glaube, dann haben wir es alle im Leben geschafft. Ihr seid gut genug. Dankeschön. Schöne Worte, aber auch ehrliche und wichtige Worte, finde ich. Take a hit, feeling lit, feeling right. 2 a.m. summer night, I don't care. Hands on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing. Rolling the Midwest side and out, living my life, getting our dreams. People tell me slow my roll, I'm screaming out, fuck that. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. If I fall, if I die, know I lived it to the fullest. If I fall, if I die, know I lived and missed some bullets. I'm on the pursuit of happiness and I know everything that shines ain't always gonna be gold. Hey, Was für Shots, ey, wow. fine once I get it, yeah, I'll be good. Boah. Das wäre bei Thumbnail. Krass, wie die alles einen Sponsor da mit drin haben, ne? Red Bull, ja, okay, gut. Heineken, Cuba, absolut, hat man die ganze Zeit gesehen. Kellys. Boah, das ist crazy. Aber auch geil, ne? So kannst du halt auch so geil, sowas Geiles halt machen. 9. bis 11. Juli, Salzburg. Ja. Wenn das Geld stimmt, vielleicht mal vorbeigucken, ne? Ja, aber zurück zum Aftermovie. Ey, hat mich mies abgeholt. Hat man ja vielleicht auch gemerkt. Muss auch sagen, dass es halt wirklich genau das ist, was ich von einem Aftermovie mir erhoffe, ne? Du hast diese Wärme und diese wunderschönen Bilder, die ein Aftermovie dir zeigen soll, weil, ne, du sollst ja einfach nur das Schöne sehen, du sollst einfach Hunger haben darauf. Ähm, und das finde ich halt mega geil gemacht hier. Natürlich, und das ist jetzt auch ein Ding, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen deep werde, habe ich es mitbekommen, dass es irgendwie eine Bubble gibt oder irgendwelche Menschen da draußen gibt, die sich darüber aufregen, dass zu viele Frauen gezeigt werden. Also klar, ne, vielleicht, weil ich ein Mann bin, sehe ich das noch mal anders. Aber so, es werden ja oft genug Männer gezeigt und da ist es einfach so, da hast du immer dieses Verrückte und dieses Powermäßige, finde ich. Was aber auch geil ist, was aber auch sehr, sehr gut kommt halt in der Kombination mit Festival einfach. Du brauchst ja diese verrückten Leute, du hast diese verrückten Leute da und gerade auch mit dem, wenn du den Campingplatz zeigst, passen die Männer da halt perfekt zu. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, warum man sich darüber aufregt, dass so viele Frauen gezeigt werden. Einfach, weil man muss halt mal klarkommen damit, dass Frauen halt die schönsten Wesen auf dieser Welt sind. So, das ist einfach so. Und ist jetzt egal, ob sie gleich bekleidet sind, ob sie voll angezogen sind, ob sie irgendwas Fancyes anhaben oder was auch immer. Sie sind halt mit das Schönste. Wenn nicht sogar das Schönste auf der Welt. Und das ist ja einfach so. Ähm, und dadurch, dass du ja willst, dass dein Aftermovie schön aussieht, musst du das ja so machen. Das ist einfach so. Natürlich es gibt auch schöne Männer. So, jeder ist schön auf seiner eigenen Art so. Manche kommen durch den Charakter, manche noch mal mehr durchs Aussehen und. Aber bei Frauen ist es ja nicht nur die Schönheit an sich, sondern auch einfach, wie die Emotionen zeigen, wie die alles erleben. Das ist ja du hast da, finde ich, 'n ganz anderes Bild als bei Männern. Wenn du bei Männern hast, dass sie weinen oder so ausrasten, sieht es natürlich auch sehr schön aus und wenn die weinen, hittet das emotional vielleicht sogar 'n bisschen mehr. Ähm, aber Frauen, habe ich das Gefühl, die fühlen ganz anders. Und das siehst du auch, ne, mit diesen Augen schließen, dieses Hin und Her, dieses totale Ausrasten und so. Und das ist einfach, weiß ich nicht, muss ich halt sagen, für mich persönlich, bei Frauen sieht das halt so 'n bisschen schöner aus. Das ist einfach so.
Aber gut, das ist nochmal das Ding, was mir seit paar Wochen auf die Timeline halt so gespielt wird, was ich halt nochmal für mich klarstellen wollte. Könnt ihr ja unten gerne reinschreiben in die Kommentare, ob ihr das auch so seht oder ob ihr so sagt, ne, es müsste mal ein bisschen mehr aufgeteilt werden, was auch immer. Keine Ahnung. Ja, nichtsdestotrotz, sehr, sehr geiles Aftermovie. Ja, oh, du hast ja schon Bock nach der Opening-Zeremonie, wenn du die siehst, dahin zu gehen. Jetzt mit dem Aftermovie noch mehr. Was willst du mehr? Also Electric Love 2026, wenn ihr die Chance habt, fahrt da auf jeden Fall hin, gönnt euch die Zeit, macht da ordentlich Party und ja, macht euch Erinnerungen und richtet mir gerne darüber. Und sonst sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder, vielleicht zum Electric Love oder was anderes. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.